Was für eine krasse Kehrtwende diese Wanda hingelegt hat, damit hätte ich definitiv nicht gerechnet. Im letzten Video war die Wanda hier, das ist ja die Mikasa, Princess Mikasa Orange, noch richtig blass gelb. So richtig farblos, trist, langweilig. Ich habe mir schon gedacht, sag mal, was ist denn da los? Ist da vielleicht die falsche geschickt worden oder so? Ich habe diese Orchidee dann hier in dieses Glasgefäß mit Kolomi eingepflanzt und ich habe die Pflanze dann bei mir ans Südfenster gestellt. Die hat jetzt, seit sie hier ist, richtig losgelegt. Schaut mal an, dieser Neuaustrieb gibt richtig Gas und die Blüte, das ist der absolute Knaller. Die ist definitiv orange, ja, deutlich dunkler, hat eine kräftigere Rotfärbung, Rotzeichnung als beim letzten Mal und die ist richtig, richtig der Hammer. Also von der Farbe genauso, wie ich es mir vorgestellt habe und die Pflanze legt richtig los. Schaut euch das mal an. Hier dieser schöne, knackig grüne Neuaustrieb im Vergleich zu den alten Blättern. Das zeigt schon, die fühlt sich hier richtig wohl. Ich habe die Pflanze vorhin neu gegossen, frisch gegossen, deswegen ist hier unten Wasser drin. Und das Beste ist, in den nächsten Tagen soll es ja nachts auch mindestens 10, 11 Grad plus haben. Und das heißt, es ist wieder langsam an der Zeit, dass man die Orchideen draußen kultivieren kann. Schaut so aus, als ob die Eisheiligen dieses Jahr keine Lust haben, dass sie vielleicht im Urlaub sind oder so. Keine Ahnung, in der Karibik. Kann ja sein, würde ich als Eisheilige auch machen. Oder in Südamerika irgendwo, wo die Orchideen auf den Bäumen wachsen. Würde ich auch machen als Eisheilige. Aber auch nicht als Heilige. Nichtsdestotrotz, also Vandeen lieben es in der prallen Sonne und ihr seht, wie toll und genial die sich entwickelt. Das heißt, ich werde auch zukünftig intensiver mich mit dem Thema Wanda beschäftigen. Ich habe noch eine weitere Wanda, die werde ich noch ins Glas einpflanzen demnächst. Wann da ich das mache, weiß ich aber noch nicht. Ist auch eine coole Sorte, die hat schokobraune gepunktete Blüten. Auch sehr spannend, wenn die dann am Blühen ist. Ich denke mal, letztes Jahr war es ja auch so, sobald ich die Wanda mit den großen Blüten, die ich euch schon gezeigt habe, mit den weinroten Blüten rausgestellt hatte, hat die sofort einen Blütentrieb geschoben. Das heißt, diese Orchideen lieben es. Die brauchen das regelrecht hier draußen kultiviert zu werden. Volle Sonne, richtig, richtig gut. Und mit Kolomi hat man einen Vorteil. Die haben ja schon die Nährstoffe drin, das heißt, man braucht sich überhaupt um gar nichts kümmern. Vielleicht im Frühjahr kann man noch ein bisschen, wenn man sieht, da passiert der Neuaustrieb, kann man ruhig noch ein bisschen mit einem mineralischen Dünger düngen. Sehr, sehr wichtig, mineralischer Dünger, weil im Grunde könntet ihr auch mit einem biologischen, organischen Dünger düngen. Mir geht es jetzt gar nicht so um Öko oder Bio oder so, sondern ihr habt ja hier ein mineralisches Substrat. Ihr wollt vermeiden, dass sich Algen bilden. Und wenn ihr ein organisches Material hier zuführt und das dann praktisch dauerfeucht steht, dann bilden sich schlagartig Algen. Und das will man eigentlich nicht. Deswegen mineralischer Dünger. Link zu so einem Dünger habe ich euch mal in die Beschreibung eingetragen. Ansonsten schaut ihr mal auf der Webseite von orchideenhobby.de nach. Da gibt es auch ganze Tipps und Tricks und Erklärungen rund um die ganzen Nährstoffe bei Orchideen. Außerdem könnt ihr mein Projekt unterstützen, indem ihr die Kanalmitgliedschaft, die seit Anfang dieser Woche, seit Ende letzter Woche am Start ist, könnt ihr es nutzen oder mir einen Kaffee über die Webseite ausgeben. Da einfach am Slider drücken oder da unten ist auch so eine Thanks-Taste. So, danke, da geht das natürlich auch. Und dann wird das in noch mehr Videos investiert alles. Das heißt, euer Support macht die Videos natürlich besser, inhaltsvoller. Und der ganze Inhalt kommt ja von mir und voller wird es durch eure Beiträge, eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Volle Gärtner-Power. Bis dahin und tschüss.